zusammen, ich heiße Katharina und freue mich, euch zu meinem neuen Video hier auf meinem Kanal über meine Handarbeit einzuladen. Alles, was ihr hier seht, habe ich mit meinen eigenen Händen gemacht. Heute ist nicht sehr gewöhnliches Video von mir. Ich habe was Neues, wollte ausprobieren und hier ist das Video, ein Tutorium-Video, aber das finde ich, das ist ein großes Wort für mich und dann ist einfach, lade ich euch heute einfach zusammen zu stricken. Ihr wisst von letztes Mal, dass ich ein sozusagen Nadel gekauft, Häkelnadel, wo es hier ganz normale Häkelkopf ist und da ist ein Loch wie bei Nähnadel und lade ich heute euch zu dieses Video, weil ich wollte unbedingt diese Technik Nuking heißt es, auszuprobieren und wahrscheinlich könnt ihr schon erahnen, was es das weiter wird. Ich habe mit dieser Nuking-Technik solche Schals gemacht, ist jetzt gerade fertig. Ich musste die noch baden, habe ich alle Faden genäht. Und was biete ich heute euch an? Sozusagen eine Minischal, sieht so aus und wie könnt ihr sehen, das sieht nach Kraus rechts, wie ihr wahrscheinlich von den ganz normalen Stricknadel das kennen und solche Minischal werden wir dann heute häkeln in Nuckeltechnik sozusagen. Ihr braucht 2 Knollen Wolle. Das ist 100%ige Merino-Wolle von Firma Alize Merino Royal. Das mein Ziel war, dass ich ohne dass ich diese 2 Knollen verbrauche und werde ich nicht so viel Reste haben und trotzdem habe ich so viel Reste geblieben, aber werde ich nicht lange hier sprechen, dann kommen wir zu häkeln. Hier zeige ich nochmal, aus welcher Wolle habe ich das gemacht. Hier eine kleine Vorbereitung, wollte ich nur sehen, wie es das Ganze aussieht. Dann schauen wir ganz in der Nähe, aus welcher Wolle habe ich das gemacht. Das, wie gesagt, das ist von Firma Alize Merino Royal, 100%iger Merino und in 50 Gramm 100 Meter ist. Da ist Empfehlung noch dazu
und man empfiehlt Häkelnadel 4 bis 5 Millimeter. Wir nehmen eine neue Einkauf von mir, sondern eine Häkelnadel für die Nücking-Technik, und hier steht keine Nummer, deswegen wollte ich euch zeigen, wie viel ist das. Das ist das an der Körper ungefähr 3,67 und an den Kopf ist das ungefähr 4,42 Millimeter. Was kann ich sagen, dass es das Häkelnadel für Nücking ist, das 4,5 insgesamt Millimeter. Seht ihr, wie ist das dehnbar geworden, und dann fangen wir an. Wir nehmen einen Arbeitsfaden, lassen wir so lange wie nachher vernähen könnten. Ich lasse so viel, brauche nicht länger, und dann machen wir zuerst eine Masche. Die erste Masche überkreuzt, dass es da unten eine Knote entsteht. Hier muss ich da aufpassen, weil die ist nicht so fest verzwirrt, aber schaffe ich. Und wie gewöhnlich bei der Häkeln nehmen wir eine weitere Masche. Das ist das dann zweite Masche, dritte Masche und vierte Masche, insgesamt 4 Maschen. Dann in den dritten Masche stechen wir das durch, zeige ich noch ganz genau. Das eine Masche auf dem Häkelnadel, danach dann eine Masche lassen wir ungehäkelt, und dann in den dritten Masche werden wir eine Masche noch machen und dann die nächste Masche. Insgesamt, das ist das 3 Maschen auf den Häkelnadel ist oder sind. Dann ziehen wir das durch, wenden wir unsere Arbeit, und dann den Arbeitsfaden werden wir nach hinten ziehen zwischen den ersten und zweiten Masche. Achten wir auf den Rauf- und erste Masche werden wir unverstrickt, ungehäkelt das machen. Wir häkeln dann den zweite Masche und den dritte Masche. Dann ziehen wir unsere Hilfsfaden durch, ziehen wir wieder, wenden wir unsere Arbeit, und dann ist das von vorne den Arbeitsfaden zwischen den ersten und zweiten Masche. Erste Masche ist ungehäkelt, von rechts nach links durchstechen, und dann häkeln wir den zweiten und den dritten Masche, dann den Faden von den Häkeln wurde durchgezogen. Habe ich hier wieder nicht alle Faden zusammen gemacht, aber das ist das kein Problem. Und dann wieder durch den ganzen und das haben wir schon 3 Reihen gemacht. Jetzt ist das dann 4. Reihe, und dann
werden wir eine Zunahme machen. Und Zunahme, seht ihr, hier ist eine Knote entstanden von der vorletzten Reihe, von der Masche, und wir gehen in diese Knote von unten nach oben und bilden wir eine Masche und häkeln wir weiter den Maschen, die war schon vorher auf der Seile oder auf den Hilfsfaden ziehen wir durch, und das ist das unsere Zunahme. In dieser Weise wir stricken weiter. Das bedeutet, dass wir machen jede 4. Reihe der Zunahme, 3 Reihen stricken wir einfach geradeaus und danach den 4. Reihe in gleicher Weise eine Zunahme machen, und Sie können so weiter das wiederholen, bis Sie sagen, dass mir reicht. Wenn ihr wollt genau die gleiche Minischal haben, dann werde ich ungefähr 54 cm Länge den erste Hälfte von den Minischal häkeln, und wie gesagt, in jeder 4. Reihe werde ich die Zunahme machen. Das ist das denn 3. Reihe schon. Nicht vergessen, dass das Ganze auf den Hilfsfaden so weiterziehen, und jetzt ist das die 4. Reihe, und dann ist wieder, machen wir eine Zunahme. Erste Masche ungehäkelt, und von diese Knote vorletzte Reihe eine Masche, machen wir eine neue Masche, eine Zunahme. Dann stricken wir weiter. Jetzt ist schon die 3 weiteren Maschen, das ist da insgesamt haben wir schon 5. So sieht das aus, wenn ihr vergessen, auf welcher Seite machen wir Zunahme, dann machen wir das quasi die Zunahme nur auf eine Seite, wo ist Anfang quasi unserer Faden, unsere Reihe ist, und andere Seite, die bleibt unverändert. Und da kann man erkennen, wo es denn quasi Anfang Faden hängt. An diese Seite machen wir Zunahme, und an der Seite, wo der Faden nicht hängt, wir machen keine Zunahmen. Diese Seite soll quasi gerade sein am Ende. Das ist das ganz einfach, macht Spaß, und das könnt ihr ganz schnell was Neues probieren. Das ist wieder schon eine Reihe mit Zunahme, und wie gewöhnt machen wir eine Masche von der vorletzten Reihe
und achten Sie, dass der Arbeitsfaden immer hinter den Häkelnadel bleibt. Das ist das schon 6. Und wieder immer ziehen wir unsere Hilfsfaden durch, dass der nicht bleibt. Das ist wieder eine Zunahme in der Reihe, aber ihr kennt schon, wie es das gemacht wird. Und dann haben wir schon mehrere Reihen mit euch zusammengestrickt, gehäkelt. Tut mir leid, konnte ich mir nicht gewöhnen, weil ich stricke meistens mit den Nadel und da sage ich falsch.
So viel haben wir schon gehäkelt und nicht vergessen, immer nur auf eine Seite machen wir Zunahme und die andere Seite bleibt unberührt sozusagen, dass die am Ende gerade aussieht. So sieht das aus. Seht ihr, wie plastisch ist das? Genau wie bei Nadelstrick. Normalerweise, wenn es man häkelt, das ist das nicht so plastisches kommt. Aber jetzt treffen wir später. Bis dann. Herzlich willkommen zurück und jetzt habe ich erreicht meine Länge. Messen wir jetzt zusammen. Wie gesagt, habe ich in jeder vierten Reihe eine Zunahme gemacht. Ist meine Reinzähler. Dann werden wir jetzt das ist das, Sie sehen, so, ich habe hier, da musste ich, die dehnen sich ganz gut, das mache ich ein bisschen was und dann von oben nach hinten. Genau, sieht man das hier? Einen Moment. Gut. »53, 54« wollte ich euch zeigen, aber ist irgendwie passt nicht. Oh, jetzt ist alles so, ja, jetzt ist alles so nicht so, wie ich wollte. Das ist bei mir quasi 53, 54 ungefähr, denn Länge und den Breite hier ist schon leichter und den Breite ist 23 cm, wenn ich ein bisschen, ja, 23,5 cm ist die Breite ungefähr. Ja, reicht mir und ist bei mir jetzt so viel geblieben. Ich werde Folgendes machen. Ich werde hier eine Markierer setzen. Kann man hier in die Mitte eine Markierer setzen und den ganzen Rest Knolle werde ich weiter stricken ohne Zunahme oder Abnahmen.
oder werde ich weiter häkeln ohne Zunahme oder Abnahme und werde zählen, wie viel habe ich jetzt gerade, wollte ich auf 0 stellen. So, jetzt ist das Ganze auf 0. Und dann werde ich zählen, wie viel Reihen habe ich ohne Zunahme oder Abnahme gemacht. Und wenn ich anfange, meine zweite Knolle, meinen Gedanken so, ich werde so viel Reihen ohne Zunahme und Abnahme machen, wie von erster Knolle war, und dann werde ich in gleicher Weise jede 4. Reihe Abnahmen machen und sozusagen die Knolle ist je 50 Gramm, dann sollte so viel übrig bleiben, dass ich die Hälfte von dieser Knolle nicht liegen lasse, und werde ich 2 Knollen quasi alle verbrauchen. So sind meine Gedanken. Und jetzt Maschenmarkierer haben sie reingesetzt. Und jetzt ist das in gleicher Weise. Erste Reihe machen wir unsere Schal weiter. Erste Masche ungehäkelt, der Arbeitsfaden ist zwischen erster und zweiter Masche, und dann werden wir den zweiten und den weiteren Maschen häkeln. Machen wir 2 Reihen zusammen und danach ist das eigentlich nicht schwer weiter häkeln ohne Zunahme oder Abnahme. Und dann haben wir fast unsere Hälfte der Schal erreicht. Habe ich nicht alle Farben? Genau. Nicht so. Die ist ganz einfach zu häkeln, muss man nur quasi darauf achten, dass es jede 4. Reihe in diesem Fall Zunahme wird gemacht, und wenn wir zweite Hälfte machen, dann in gleicher Weise Abnahme. Das Projekt ist nicht groß, man braucht nicht so viel mitschleppen, man kann ihn immer unterwegs mitnehmen oder am Abend nur eine kleine
Die erste Reihe ist fast fertig. Gut, dann jetzt ist das die zweite Reihe, genauso den Arbeitsfaden zwischen den zwei Maschen von vorne nach hinten, den Häkelnadel oder Häkelfühnung ziehen wir nach vorne. Habe ich hier vergessen, meine Liebe, den Faden durchzuziehen. Und dann hier habe ich diese Faden und dann hier ist verloren gegangen eine Masche. So, das ist das. Keine gravierende Fehler kann passieren. Nichts passiert. Also jetzt ist das wieder alles zurück. So, jetzt ziehen wir unser Häkelnadel und jetzt ist wieder erste Masche unverstrickt, unverhäkelt und dann zweite, dritte und die weitere bis zum Ende der Reihe häkeln wir alle. Maschen und so weiter bis dieser zu Ende wird. Hier ist nicht so viel. Und treffen wir jetzt später, bis die ganze Knolle zu Ende wird. Und ich sage euch, wie viele Maschen habe ich, wie viele Reihen habe ich gehäkelt. Gut, und so weiter. Sieht so aus. So, ich habe so viel übrig von den ersten Knollen. Das ist unser Marker und ich habe 13 Reihen ohne Zunahme und ohne Abnahme. Jetzt werde ich anfangen den zweiten Knolle und werde ich genauso häkeln, nuckeln, genauso viel Reihen quasi ohne Zunahme und Abnahme von zweiten Knolle machen. Das ist das quasi 13 Reihen. Und dann fange ich jeder vierte Reihe meine Abnahme zu machen.
dann treffen wir uns später, bis es das 13 Reihen fertig wird, und dann bedeutet insgesamt 26 Reihen ohne Zunahme oder Abnahme. Bis später. So, hier nicht vergessen, wie ich gerne mag, den Faden zu ziehen und dann wenden wir unser Schal und dann stricken wir den zweite Reihe. Erste Masche stricken wir nicht und den Arbeitsfaden quasi hinter den Häkelnadel und stricken wir den zweiten. Wenn es der Arbeitsfaden vor den Nadel wird, ist wahrscheinlich gar nicht
unbequem, das zu stricken, geht sowas nicht. So, die zweite Reihe ist fast zu Ende gehäkelt. So, den Faden nicht vergessen zu ziehen. Und dann wenden wir. Und dann ist das die dritte Reihe. Ne, ist schon vierte Reihe. Und einen Moment. Genau, das ist schon die vierte Reihe. Habe ich nicht aufgepasst. Das ist unsere Seite, wo wir den Zunahmen gemacht haben von den. Und hier werden wir Abnahmen machen. Zuerst ziehen wir unsere Häkel, den Arbeitsfaden, und dann können wir ganz einfach so machen. Erste Masche, wie gewöhnt, nicht häkeln, und dann zweite und dritte einfach zusammen häkeln, und dann haben wir einfache Abnahme. Und in solche Weise werden wir jetzt jede vierte Reihe eine Abnahme machen.
Der Abnahme sieht so aus. Zwei Maschen zusammengestrickt. Und da stricken wir wie gewöhnt weiter, ohne Ende. Achten wir nur, dass die Abnahme wird nur von einer Seite gemacht und von anderer Seite ist das einfach den Schal geradeaus geht. So, die letzte Masche, den Randmasche, wenden wir und das ist das wieder erste Reihe und in vierte Reihe werde ich hier ziehen, nicht vergessen. Jetzt ist das mein Reihenzähler wieder auf 0 und jetzt werde ich wieder die erste Reihe machen und bis zu, dass wir hier 3 Maschen erreichen. Wir müssen quasi so viel Abnahmen machen wie den ersten Teil von Minituch. Und wir haben hier mit 3 Reihen angefangen, 3 Maschen angefangen zu häkeln. Dann müssen wir dann quasi 3 Maschen dann haben. Dann treffen wir uns ein bisschen später, bis ich ein paar Abnahmen schon gemacht habe, dass ihr seht, welches Bild das wird. Aber hier ist alles ganz einfach. Wie gesagt, muss man nur achten, dass es nur auf eine Seite Zunahme oder Abnahme gemacht wird und da weiter stricken und keine Masche verlieren. Jede Masche muss gehäkelt werden. Ich sage immer stricken, weil das ist irgendwie gewöhnt für mich. Das häkle ich sehr wenig. Deswegen
Ich denke, ihr werdet mir verzeihen, dass ich solche Fehler habe. Hauptsache, das ist das Resultat, dass wir sowas tragen können. So ein Schal. Jetzt kommen wir zu unserem logischen Ende der Projekt. In jeder 4. Reihe hatten wir jetzt Abnahme gemacht und jetzt wir sind bei letzter Abnahme. Das ist das dann 4. Reihe und ich mache 2 zusammen. 1, 2, 2 Maschen häkle ich zusammen, dass ich im Endeffekt eine Masche habe. 2., 3., 4., 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das bedeutet, wir brauchen noch eine Abnahme, aber das passiert hier ganz schnell. Dann mache ich mit euch zusammen. So, das ist die 1. Reihe. Zweite Reihe. Dann 3. Reihe. Und dann 4. Reihe machen wir unsere Abnahme. Stricken wir 2 Maschen dann zusammen. Dann wird da soll da der letzte Abnahme sein. 2 Maschen auf dem Häkelnadel, 3 und 4. Und mit 4 Maschen hatten wir mit 3 Maschen hatten wir unseren Anfang. Das bedeutet, müssen wir nochmal auf 3. So, 1, 2,
zweite. Dritte. So, vierte Reihe, und jetzt ist dann die letzte Abnahme überhaupt. Dann 2 stricken wir zusammen. So. 3 Maschen ist auf den Häkelnadel, und den Anfang haben wir auch mit 3 Maschen gemacht, und dann stricken wir quasi 3 Reihen weiter, und in 4. Reihen werden wir das alles abketten. Eins, erste, zweite, dritte, und dann den 4. ketten wir einfach ab. Also ich werde dann hier 2 zusammen, hier 2 zusammen, und ist das logische Ende. Unser Schal ist fertig. Da können wir den Faden abschneiden. So viel habe ich, den Rest, so viel ist bei mir geblieben von den Knollen. Das wurde insgesamt 2 Knollen verbraucht. Jetzt unser Schal ist zu Ende, Minischal. Ich werde so versuchen zu zeigen. So, jetzt ist das Kleinigkeiten bei uns geblieben. Das sind alle Faden einzunehmen, baden, und kann man die genießen zu tragen. So.
Sieht es toll aus, oder? Sieht das toll aus. So sieht das unser Schal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, werde ich riesig freuen, wenn Sie da Daumen nach oben machen, und wenn ihr neu auf meinem Kanal, dann werde ich auch riesig freuen, wenn Sie noch dazu Abo lassen. Freut mich, wenn ihr das nächste Mal meine Videos ansehen, und auf diese Ende werde ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal.